17, Johannes 17. Jetzt sehr ehrlich bitte zu mir, ich werde auch ehrlich zu dir. Johannes 17. Das ewige Leben, das heißt das Paradies, bedeutet der Himmel. Dies zu erkennen, wer ist dies zu erkennen? Herr Jesus spricht, das ewige Leben, dich, schau mir an, wie heißt du? Karin, schau mir an, dich zu erkennen, Allah. Und Jesus Christus, das du gesandt hast. Das ist Islam. Das ist nicht Christentum. Es ist so, der Koran ist ähnlich. Ich habe ihn ja Danke. schon zum Lesen angefangen. Genau, Deswegen das weiß ich ist gut. es. Also hier Jesus sagt, ich bin nicht Gott. Der wahre Gott ist Allah. Und zu erkennen, zu geben, dass Jesus Christus ist der Gesandte. Und das ist genau, was wir glauben. Jesus Christus ist der Gesandte. Genau, und uns hilft der Heilige Geist eben das Leben Jesu. Dann erklär mir das. Schau, Jesus sagte, Gott ist da oben. Und in ihm alleine zu glauben, kommt ein Paradies. Und ich bin der Gesandte. Jesus sagte, du sagst jetzt, nein, Jesus ist Gott. Aber Jesus sagt, nein, ich bin nicht Gott. Gott ist der ewige Vater oben. Das ist eben der Unterschied zwischen Islam und den Christen. Nein, Jesus hat gepredigt auch Islam. Weil Jesus sagte in Matthäus und auch in Lukas, sagte nicht meine Wille, sondern deine Wille. Wer sagt nicht meine Wille, sondern deine Wille, ist ein Muslim. Ergeben. Islam bedeutet, magst du? Allah, sie will lernen. Ja, du kannst gern lernen von mir. Nicht von ihr. Sie? Warum? Ihr mit dem Nein, Koran nein. auch Ich mache durchgelesen, Spaß. nicht? Ja, nein, ich mache Spaß. Ich habe den Koran gekauft und habe ihn durchgelesen. Ja, ich auch, schließe auch. Also, aber na, wie Sie sehen, schau, Jesus zum Beispiel, der sagte hier auch in 20, schau, du kannst mich fragen, auch egal was über Koran. Ich sag's Ihnen, schau, 20, Den Koran nicht lesen, zwar nicht ganz, aber kein Problem, schau, sehr wichtig, diese Wort sehr wichtig. Hauptsache, das, ich glaube in Johannes 20, 30 glaube ich, sagt Jesus, schau, die Sündenvergebung, die gibt es bei euch im das ist Islam gut. nicht. Ja, schau, Sünde vergeben. Hat Jesus gesagt, ich vergebe deine Sünde? Nein, er hat gesagt, deine Sünden sind vergeben. Deine Sünden sind vergeben. Ich gebe ein Beispiel. Viele Leute nehmen dieses Argument, ich wollte das sagen aus Kamera, weil viele Leute nehmen das Argumente und die sagen, Jesus vergibt Sünde. Nein, Jesus hat gesagt, deine Sünden sind vergeben. Zum Beispiel Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitzt in der Moschee und sagt, jetzt einer kommt, er wird im Paradies kommen. Ist er Gott, weil er das prophezeit? Nein, weil er offenbart von Gott bekommt, dass dieser Mensch da Ja, reinkommt. aber wie gibt es denn das bei? Wieso ist Offenbarung. Jesus Nein. hat auch Offenbarung. Bei uns, wenn wir beichten gehen, ich weiß nicht, du weißt, was eine Beichte ist. Und ich weiß, das ist sehr gut. Bei, Super. Und wie funktioniert das dann bei uns ganz normal. Du betest Gott, du machst einen Fehler. Du betest Gott, Allah allmächtig, er der Einzige, der vergibt und der wird dir vergeben. Also ohne einen zweiten Person. Du brauchst du keine Person, du brauchst keine Mittler, du brauchst gar nichts. Ja. Direkt zum Allah. Allah sagte und sagt zu meinen Dienern im Koran, ich bin näher zu denen mehr wie ihrem Atem, Schlagaden. Allah näher zu uns. Und wenn die mich anbeten, dann höre ich denen. Das ist Allah, was kommt. Braucht man keine Vermittler, wie Paulus sagte, dass Jesus vermittelt zwischen uns und mich. Lüge, weil Paulus hat nicht einmal Jesus gesehen. Paulus hat alle Lehre von Jesus verändert. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, dein Gesetz zu verändern. Keine Buchstabe auf das Gesetz Ich verändert. bin an Paulus seinen Geburtstag geboren. Der ist am 25. Jänner, hat er die Erscheinung Jesu gehabt. Also nicht, der Paulus war ja vorher, der hat Christen umgebracht. Ja, da gibt es Juden, Gelehrte, wie Tobi Sänger, verleugnet das. Weil der Paulus, er sagt, er hat verfolgt die Christen. Damals die Juden, er Jude war und angeblich, glaube ich, Pharisäer. Aber damals die Juden haben eine andere Sorge mehr, wie die Christen zu verfolgen. Das ist, die gelehrten Juden sagen das. Was Tobi Sänger sagt, glaube ich nicht, dass Paulus hat das erfunden, diese Geschichte. Warum? Können Sie auch mich nicht glauben. Das ist die Juden sagen, die sagen, dass Paulus hat das erfunden, diese Geschichte. Warum? Weil das stimmt. Weil die Juden damals waren unterdrückt von den Römern. Die haben eine andere Sorgen. Die Christen waren eine kleine Gruppe. Glaube ich nicht, dass sie waren die Christen. Die waren wir sind erst nach Jesu Geburt, waren das Christen. Vorher waren es Juden, wie du sagst. Nicht? Ja, Jesus sicher, die war waren Jude, Juden. nicht? Ja, klar. Ja, klar. Und erst nach der Und was Kreuzigung- glauben die Juden? Sag das. Die Juden warten Gott- ja nicht Gott nur immer ist- auf den Messias. Ja, das stimmt. Wir warten nicht, wir wissen, Jesus ist der Messias und wir wissen, dass Jesus wird zurückkommen. Aber die Frage ist, die Juden, was glauben Juden? Jesus ist ein Jude. Was glauben die? Glauben die, dass der Messias Gott? Nein, aber die Juden warten immer Gut. auf den Messias. Stimmt, aber nein, aber die glauben nicht, dass dass der Messias, wenn er kommt zurück, ist er Gott. Oder kommt, er ist Gott. Nein, die glauben nicht. Die glauben, dass der Messias ist einer Gesalbte von Gott.
der wird einen führen zur Macht. Das glauben wir auch. Aber wir glauben, dass Jesus ist der Messias. Wir glauben. Aber gibt dir eine Prophezeiung und eine Bibel, wo zeigt, dass wirklich Islam ist die Wahrheit. Warum? Gleich bin ich fertig. Nein, ich schaue mal. Okay. Ruf sie an. Ja. Schau, 1. Johannes, sehr wichtig dieser Vers. Sehr wichtig, auch für dich. Gell? Auch für dich. Hör zu. Genau. Genau, gut. Aber hör zu, du wirst überrascht jetzt. Die Kirche sagen euch dies und dann sagen nicht lesen, weiterlesen. Musst du weiterlesen. Johannes 1,4,1. Ihr Liebe, glaubt nicht jeder, der behauptet, er sei mit Gott Geist erfüllt, sondern prüfte, was er sagt, ob das wirklich von Gott kommt. Denn viele falsche Propheten verbreiten ihre Lehre in der Welt. Ob jemand Geist Gottes hat, könnten ihr an diesen Merkmalen erkennen. Jetzt, die Christen sagen, schickst du Mohammeds falscher Prophet? Lies weiter, was sagt er? Wer bekennt, dass Jesus Christus alles wirklich Menschen zu uns kam? Er ist von Gott. Mohammed bestätigt das, dass Jesus ist ein Mensch und von Gott. Also Islam ist richtig durch eure Bibel. Genau, Jesus ist ein Mensch geworden in Maria, die kennt sie ja nicht. Ja, klar, hat sie eigene Kapitel bei uns. Aber hier steht nicht Mensch geworden, steht nicht, dass Jesus wird erschienen. Lies. Dass Jesus wird erschienen. Ich kenne das Ganze. Du kannst weiterlesen. Können wir bis morgen lesen. Na, sie hört gern. Aber hier schau. Gehört die zu dir? Nein. Ich weiß es ja nicht. Nein. Aber sie hört gern. Du bist eine Ältere. Gut. Hier sagt er, viele falsche Propheten, dass du mich verstehst. Viele falsche Propheten. Wie kennst du die richtigen Propheten? Hier Johannes sagte. Du kennst denen, wenn die bekennen, dass Jesus Christus erschienen. Und wir sagen, Jesus Christus ist erschienen. Vor 2000 Jahren und wird zurückkommen. Achso, Islam ist richtig. Wir verleugnen nicht Jesus. Wer verleugnet Jesus, ist ein falscher Messias. Wer sagt, Jesus ist der wahre Messias, ist von Gott. Mohammed sagt, Jesus ist der wahre Messias. In Surah 3, in Surah 19, in sehr oft der Surah Allah sagte, dass Mal Masih ibn Maryam illa Rasul. Wahrlich, der Messias, der Sohn Sofort. Wahrlich, der Messias, Jesus, Sohn Maria, ist nur nicht mehr als Gesandter. Wa Siddiq, in seiner Mutter ist wahrhaftige Frau. Kana ya'kulan at-ta'am. Die haben Speise zu sich genommen, Jesus und seine Mutter. Unser Kaifa nubayyin lahum al-ayat. Schauen, wie unsere Zeichen klar macht für euch, Christen. Warum Allah sagt das? Weil wer isst, muss austreten. Und das ist nicht gut. Tut mir leid. Wo ist denn eigentlich diese Moschee? Oder es gibt mehrere im Zentrum. Wallah, wir haben keine Moschee hier. Ich zum Beispiel komme von Linz, der kommt von Graz. Wir sind einfach Leute, wir diskutieren. Ihr habt ja Moschee. Ja, aber wir gehen in jede Moschee. Wir gehen rein, beten, ist uns egal. Wir haben nicht so bestimmte Moschee. Jetzt, was mir wirklich liegt im Herzen, ich will dir das auch sagen. Jesus sagte, dass Gott ist der einzige wahre Gott. Die Christen sagen, nein, Jesus ist Gott. Aber Jesus sagt, nein, ich bin nicht Gott. In der Bibel, ich bin nicht Gott. Nein, er ist Gott. Wem soll ich glauben jetzt? Jesus ist der Sohn Gottes. Okay, was bedeutet Sohn Gottes? Für Vater die, gesandt. ja, danke. Von Vater gesandt. Sie ist Muslime, gehört. Von Vater gesandt, das stimmt. Gibt es gute Leute. Und für diese guten Leute stehen wir hier. Gibt es verrückt, wie in Islam, wie Araber, alle. Gibt's verrückt, aber gibt es gute Österreich. Und für diese gute Österreich stehen wir hier. Du kannst auch schauen auf unser Video, du wirst lustig. Auf unserem Video gibt es eine ältere Dame, sie ist Lehrerin. Wir haben Gaudi gehabt. Wir haben mit ihr ein Video gemacht. Sie hat gesagt, wirklich nimmst du auf? Und gesagt, ja. Wann du, gesagt, darfst du. Dann hat sie gesagt, Moment, 5 Minuten. Dann hat sie Schminke geholt, hat sie so hübsch gemacht. Es war so Spaß. Und wir haben so schöne Videos mit ihr. Sie ist so offen. Und solche Leute stehen wir hier. Du weißt ja, Muslime, wir sind keine Monster, wie die Medien uns präsentieren. Aber ich wünsche von ganzem Herzen, dass du sagst, dass Jesus nicht Gott, dass Gott ist der Einzige, was Jesus gebetet hat in Matthäus 26, 39, fällt auf sein Gesicht wie wir. Du weißt, wie wir beten? Auf sein Gesicht und beten zum Gott. Jesus hat das auch gemacht, Abraham hat das gemacht, Abraham hat das gemacht, Moses hat auch gemacht, im Alten Testament, alle Propheten haben das gemacht. Das beten wir. Wir sind nicht Monster, wir sind die gleichen, die wir folgen. Jesus hat Bart,
Maria, du siehst ja ihre Foto in der Kirche, hat auch Kopftuch, wie unsere Frauen. Schleier wieder ihre. Schleier, ja. Schau, die haben das, wenn du willst wirklich sehen, wie die Maria angezogen, du musst die orthodoxe Christen Juden. Kannst du das? Ich weiß, wie Maria angezogen ist. Die sind ähnlich angezogen wie Wie die Muslimen. Danke dir. Du bist ehrlich. Wie heißt du? Karin. Karin, du bist wirklich ehrlich. Und das gefällt mir so, mit Menschen, mit ehrlichen Menschen zu reden. Gibt es andere? Schau, du hast gesagt, Jesus Sohn Gottes. Habe ich gesagt, was bedeutet? Gibt es andere, einfach zu philosophieren. Aber du hast gesagt, nein, weil gesandt von Gott. Und das ist richtig. Richtig. Bei den Juden bedeutet Sohn Gottes heißt ein rechtschaffener Mensch. Nicht mehr. Wir sagen auch glaube ich, Paulus sagt, der rechtschaffene Mensch sind die Söhne Gottes. Wer gut tut. Ephraim ist mein Sohn, sagt der Gott. Mein erster Geburt. Auch David, glaube ich, im Psalm 2,7 auch ist Sohn Gottes genannt. Bei den Juden Sohn Gottes heißt er nicht, das ist was Besonderes. Und wie die Christen versuchen, die zu erklären, Geborener, das ist Allahu Akbar. Wir sagen nein, Allah zeugt nicht und er ist nicht gezeugt. Was heißt das? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Gott ist groß, weil Gott ist allmächtig. Was wir sagen, wenn wir sagen Allahu Akbar, haben die Medien verbindet mit Terrorismus. Wer sagt Allahu Akbar, muss sein Herz ganz weich und nicht böse. Für mich. Und viele sagen, diese ISIS, die haben mit Islam nichts zu tun. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا